die Entwicklungsgeschwindigkeit nimmt extrem zu. Wie reagiert so ein mittelständisches Softwarehaus wie ihr drauf, dass ihr diese Facetten auch abdeckt, zum Beispiel bei Kollaboration? Das ist ja ein ganz heißes Thema im Moment. Ich glaube, wichtig ist hier einfach diese Agilität und diese Adaptivität heute zu haben. Ich glaube, da zeichnen wir uns hier auch aus wiederum und auch zu antizipieren, welche Kundenbedürfnisse es vielleicht auch morgen schon gibt, weil ich hatte damals auch nicht gedacht, dass das iPhone so dieser Bringer wird. Aber es gibt Leute, die glauben daran. Und bei uns halt auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Innovatoren, diese Vordenker irgendwo auch haben. Wir haben bewusst bei uns Gruppen und Units, die nennen sich auch Future Labs, die einfach dann auch mal in diese Richtung gehen, direkt mit Geschäftsleitungsebene. Und ich glaube, das macht halt auch aus, ganz nah am Markt zu sein. Mein Beispiel mit Kundenbeirat und Partnerbeirat gehört natürlich da auch dazu. Und ich glaube, gerade in den letzten 15 Monaten war die Dynamik so gewaltig, als nichts Neues gewesen. Also Digitalisierung war ja vorher schon das Thema. Aber wir haben alle festgestellt, jemand, der gut aufgestellt ist, kommt besser durch diese Zeit, kann sich besser ausrichten, höhere Effizienz. Und deswegen merkt man auch, der Druck der Digitalisierung und die Chancen und der Druck, CRM-Lösungen einzuführen, am liebsten dann aus dem hiesigen Lande her, digital souveräne Lösungen von CS oder auch natürlich auch von Cursor. Die machen es dann aus, auch sich am Markt zu differenzieren zu den Marktbegleitern. Also ich gebe den Staffelstab gleich weiter an dich, Andreas. Wir hatten ja quasi vor einem Jahr mit dir und einem Vorstandskollegen ein Gespräch, wo ihr auch gesagt habt, wie reagiert ihr auf Corona? Relativ kurzfristig sozusagen gewisse Dinge eingebaut. Und das ist bestimmt heute nicht mehr dieser Stand, den du vor einem Jahr präsentiert hast, oder hat sich wahrscheinlich enorm viel weiterentwickelt, nehme ich mal an. Also das Erste war natürlich, und da gebe ich dem Markus absolut recht, durch diesen Stand, den wir jetzt halt hinsichtlich der Digitalisierung der Prozesse schon haben, war es für uns wirklich ein leichtes, mit der Situation Homeoffice und sowas umzugehen. Ich glaube, unser Cursor-Gebäude war innerhalb von 24 Stunden leer und da waren nur noch zwei Leute im Gebäude. Das war die Verwaltung irgendwie, wo es jetzt unabdingbar war, und die Zentrale, die besetzt war, um die Post entgegenzunehmen. Die restlichen haben alle von zu Hause aus gearbeitet und es hat gut funktioniert. Weil wir da auch natürlich unsere eigene CRM-Lösung so ein Stück weit einsetzen und da halt auch die Prozesse entsprechend digitalisiert haben. Hinzu kam, dass wir tatsächlich auch, sagen wir mal, für unsere Kunden versuchen, und der Markus macht es über diesen Kundenbeirat, neue Themen zu platzieren. Wir haben sogenannte Innovation Days ins Leben gerufen, wo wir, sagen wir mal, wirklich neue Ideen, die auch noch nicht komplett fertig gedacht sind, einfach als Impuls mal reinzugeben, um festzustellen, wie ist denn das Feedback? Macht es Sinn, in der Richtung halt weiterzudenken, oder ist man mit dem Thema viel zu früh? Ja, also oder ist es vielleicht auch gar kein Thema? Das halt zu verifizieren und in die Weiterentwicklung halt entsprechend dann einzusteigen. Also das sind so Maßnahmen, die wir dann halt dort treffen, um an dieser Geschwindigkeit der Innovation wirklich fokussiert, zielorientiert teilzunehmen und nicht irgendwas zu entwickeln, nur weil es trendy ist, sondern wir müssen immer verifizieren, ist es tatsächlich was, was unseren Kunden, unserem Markt, unseren Partnern entsprechend zugutekommt. Das ist ein super Stichwort, also kann ich immer nur unterstreichen. Es macht ja keinen Sinn, einfach jede Sau nachzurennen, die durchs Dorf getrieben wird. Das muss ja am Ende auch reinpassen. Entweder in euer Sortiment oder in euer Portfolio, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so als Hinweis auch für unsere Zuhörer heute, dass wir einfach mitnehmen. Es gibt unglaublich viel zu entwickeln, draußen an Entwicklungen, aber wichtig ist auch zu selektieren, was ist wirklich wichtig für mich, was ist wichtig für meine Kunden. Also von daher vielen Dank für dieses schöne Stichwort.